Bisher im Verlauf dieser Veranstaltung und im Verlauf dieser Videos haben wir uns hauptsächlich mit der Struktur von unserer Domain auseinandergesetzt und wie wir diese Struktur in Software abbilden. Wir sollten jetzt noch mal ein bisschen stärker auch auf das Verhalten schauen. Und warum ist es so und wie macht man das am besten? Das kommt jetzt. Schauen wir mal zurück auf den Anfang dieser Videoserie, wo wir uns mit Use Cases auseinandergesetzt haben. Da hatten wir so einen einfachen Use Case, wo in unserem Campus-Management-System ein Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin einen Studierenden manuell einschreibt und dann als zweiten Use Case in der Lage ist, ein studentisches Resümee, also einen Lebenslauf, zu speichern. Das war der Use Case, den wir da als Beispiel hatten am Anfang. Wenn man jetzt mal diesen Secondary Use Case des Logins weglässt, um etwas mehr Übersichtlichkeit zu haben, dann kommt man doch relativ schnell drauf, dass man hier ganz sicher nicht das komplette Bild hat. Denn es fehlt ganz sicher in diesem Bild die Studentin oder der Student, die sich in so einen Studiengang einschreiben möchten. Neben der Möglichkeit, mich selber in einen Studiengang einschreiben zu können, hätte ich vielleicht als Studierender auch noch die Möglichkeit, dass ich auch meinen Lebenslauf selber speichern möchte. Und dieses Speichern des Lebenslaufs mache ich eigentlich auch eher dann, wenn es auch für mich einen Zweck hat und einen Nutzen. Und dann komme ich drauf, dass ich mich vielleicht für bestimmte Studiengänge bewerben muss und als Input für diese Bewerbung dann eben so ein Resümee, so ein Bewerbungsschreiben, so einen Lebenslauf hinterlegen muss. Das heißt, wir sehen dieses Bild von Use Cases, was wir am Anfang hatten, ist nicht vollständig und wird niemals so richtig vollständig sein. Wir werden es immer weiter erweitern müssen. Es ist nicht vollständig in der Breite, das heißt, es fehlen uns Use Cases. Es ist aber auch in der Tiefe nicht vollständig und deswegen hatten wir schon zu Beginn dieser Videoserie die Szenarien eingeführt. Diese Szenarien, die sich aus dem Anforderungstext ergeben haben und die wir hier in so einer tabellarischen Form aufgeschrieben haben. Nun kann man sich ja vorstellen, wenn wir allein hier schon 11 Schritte gebraucht haben für dieses doch sehr unvollständige Bild, wie viele Schritte bräuchten wir dann, um ein einigermaßen vollständiges Bild zu zeichnen? Und wird dann diese Sicht, die wir hier haben, mit solchen textuellen Darstellungen nicht dann auch irgendwann sehr unübersichtlich? Das heißt, es könnte hier von Vorteil sein, wenn wir vielleicht zusätzlich zu so einer textuellen Szenariodarstellung auch eine modellhafte Darstellung hätten, die uns dann auch ein bisschen länger in die Implementierung rein begleiten kann. Es gibt noch einen zweiten Blickwinkel, den wir hier noch nicht so richtig abgedeckt haben. Wenn wir hier nochmal auf dieses Use-Case-Bild schauen, dann sehen wir, es geht hier sehr stark um Einschreibung, auf Englisch Enrollment. Und diese Darstellung der Use Cases, die deckt sozusagen nur einen Aspekt dieses Vorgangs ab. Wenn ich mir das mal ein bisschen genauer anschaue und ich schaue mal darauf, welche Zustände durchläuft eigentlich so ein Einschreibevorgang, dann komme ich mit einem leichten Brainstorming auf eine Menge von Zuständen, wie zum Beispiel applied, also die Bewerbung ist eingereicht, dann sind meine Dokumente vielleicht noch nicht komplett, irgendwann sind sie dann komplett, vielleicht bin ich noch vorher im Zustand, dass Dokumente fehlen. Und möglicherweise habe ich dann eine Deadline verpasst bei der Applikation und muss ein Semester warten, fange aber nicht nochmal bei Null an, weil ich bin ja schon im System drin und habe schon einige Dokumente eingereicht. Dann wird eventuell geprüft werden, ob meine Vorbedingungen tatsächlich ausreichen. Also habe ich genau die Anforderungen erfüllt, die als Zulassungsbedingungen für das Studium formuliert sind. Und vielleicht ist das auch nicht der Fall und ich muss irgendwas nachliefern. Wenn ich dann soweit bin, dass eigentlich alles okay ist, dann werde ich irgendwelche Gebühren zahlen müssen und dann ist am Schluss vielleicht tatsächlich meine Applikation bewilligt und ich bin in den Studiengang eingeschrieben oder aber es ist final so, dass die Applikation nicht bewilligt worden ist, abgelehnt worden ist und ich werde nicht eingeschrieben. Sie sehen, das ist hier ein anderer Blick auf den Vorgang des sich Einschreibens, der eher so in Zuständen denkt. Und auch hier bräuchten wir eigentlich als Hilfe für unsere Implementierung irgendeine Form der modellhaften Darstellung, das es uns erlaubt,
diese Funktionalität zu entwickeln, zu diskutieren, damit wir eben dann sinnvolleren Code schreiben können. Wie sind solche Modelle grundsätzlich aufgebaut? Dazu zeige ich in der Vorlesung sonst immer ein kurzes TED-Talk-Video von Tom Vujic mit dem Namen How to Make Toast. Und das Video bringt es eigentlich prima auf den Punkt, wie man solche Vorgänge in eine modellhafte Form bringt und es möglich macht, dass man alleine oder in der Gruppe über so etwas nachdenkt und dann mehr Klarheit bekommt. Und ich werde Ihnen dieses Video hier mal eingebettet zeigen, immer mal wieder zwischendurch anhalten und kurz kommentieren oder übersetzen. Some years ago, I stumbled across a simple design exercise that helps people understand and solve complex problems. And like many of these design exercises, it kind of seems trivial at first, but under deep inspection, it turns out that it reveals unexpected truths about the way that we collaborate and make sense of things. The exercise has 3 parts and it begins with something that we all know how to do, which is how to make toast. It begins with a clean sheet of paper, a felt marker, and without using any words, you begin to draw how to make toast. And most people draw something like this. They draw a loaf of bread, which is sliced, put into a toaster. The toaster is then deposited for a course of time. It pops up, and then voila, after 2 minutes, toast and happiness. Also im Prinzip geht es darum, etwas, was auf den ersten Blick völlig trivial erscheint, nämlich wie mache ich eigentlich Toast, zu untersuchen und näher anzugucken, und dann merkt man, es ist doch nicht so ganz trivial. Und das ist etwas, was uns halt ganz oft passiert, wenn wir eine Domäne ein bisschen näher anschauen. Es sieht erstmal ganz einfach aus auf den ersten Blick und dann merkt man, es ist irgendwie doch nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Und das ist hier bei Toast genauso. Now, over the years, I've collected many hundreds of drawings of these toasts, and some of them are very good because they really illustrate the toast-making process quite clearly. And then there are some that are, well, not so good. They really suck, actually, because you don't know what they're trying to say. Also er sagt, er hat jetzt über die Jahre das systematisch gesammelt in seinen Workshops, was die Leute für Zeichnungen gemacht haben von diesem Toast-Making-Process. Und einige von diesen Zeichnungen sind so richtig gut und ja, andere auch nicht. Under close inspection, some reveal some aspects of toast making while hiding others. So there's some that's all about the toast, right? And it's all about the transformation of toast. And there's others that are all about the toaster, okay? And the engineers love to draw the mechanics of this. Also es gibt auch Leute, die offensichtlich dann eher auf die strukturelle Seite des Toastmachens schauen und dann lieber darstellen, wie funktioniert jetzt eigentlich ein Toaster und wie ist der aufgebaut. Das hatten wir ja auch und das ist auch wichtig und das muss man auch können. Dafür haben wir unsere Klassendiagramme, die wir dann als fachliches und logisches Datenmodell entwickelt haben und dann weitergeführt haben in Code. Den Teil kennen wir. Aber das ist ja nicht die ganze Wahrheit. And then there are others that are about people. You know, it's about visualizing the experience that people have. And then there are others that are about the supply chain of making toast that goes all the way back to the store. It goes through the supply chain networks of teleportation and all the way back to the field and wheat. And that one actually goes all the way back to the Big Bang. So it's crazy stuff. But I think it's obvious that even though these drawings are really wildly different, they share a common quality, and I'm wondering if you can see it. Do you see it? What's common about these? So most drawings have nodes and links. So nodes represent the tangible objects like the toaster and people, and links represent the connections between the nodes. And it's the combination of links and nodes that produces a full systems model. And it makes our private mental models visible about how we think something works. So that's the value of these things. Das ist absolut essentiell für alle Arten von Verhaltensmodellierung. Sie werden ganz oft dieses Pattern finden, was Tom Vujic hier darstellt. Sie haben etwas, was zusammengesetzt ist aus Knoten und Pfeilen dazwischen. Das ist die Art, wie man intuitiv Vorgänge darstellt. Und das werden wir jetzt auch dann im weiteren Verlauf unserer Videoserie noch sehen, dass
ist etwas, das gilt sowohl für Aktivitätsdiagramme, wo dann die Knoten Aktivitäten darstellen. Das ist so das, was hier auch in diesem Drawing, in dieser Zeichnung zu sehen ist. Jeder dieser Knoten ist ein Teilvorgang in dem Gesamtvorgang des Toastmachens. Und man könnte sich genauso vorstellen, und in der Tat ist es dann auch genauso abgebildet, dass diese Knoten Zustände sind, durch die so ein Toast durchläuft oder so eine Einschreibung, wie eben in unserem Beispiel. Und dann sind die Verbindungslinien dazwischen eben die Übergänge zwischen diesen Zuständen. And what's interesting about these systems models is how they reveal our various points of view. So, for example, Americans make toast with a toaster. That seems obvious. Whereas many Europeans make toast with a frying pan, of course. And many students make toast with a fire. I don't really understand this. A lot of MBA students do this. Das war vielleicht ein kleiner Privatwitz am Rande, weil MBA-Students, das sind sozusagen die BWL-Studenten. So you can measure the complexity by counting the number of nodes, and the average illustration has between 4 and 8 nodes. Less than that, the drawing seems trivial, but it's quick to understand. And more than 13, the drawing produces a feeling of map shock. It's too complex. So the sweet spot is between 5 and 13. So if you want to communicate something visually, have between 5 and 13 nodes in your diagram. Er hat also die ganzen Zeichnungen, die er in seinen Workshops eingesammelt hat, einmal analysiert und mal gezählt, wie viele Knoten eigentlich zu sehen sind. Und er sagt, zu wenig ist schlecht, weil dann wird es trivial. Zu viel ist auch schlecht, weil dann kriegt man den sogenannten Map-Shock. Dann sieht man nichts mehr. Dann ist das Diagramm nicht mehr wirklich übersichtlich. Und ja, seine Zahl war jetzt zwischen 5 und 13 Knoten als gute Zahl. Ich werde in Softwaretechnik 2 nochmal eine Anzahl von Prinzipien vorstellen, die man braucht, um Softwaresysteme zu designen. Da ist ein Prinzip, das Prinzip der Einfachheit, und das Prinzip der Einfachheit ist verknüpft mit der 7 plus minus 2 Regel, dass man als Mensch also ganz gut eine Zahl von 7 plus minus 2 auf einmal verstehen kann, so im Alltag, und das wiederum koinzidiert ja ganz gut mit dem, was er gerade gesagt hat. So, though we may not be skilled at drawing, the point is that we intuitively know how to break down complex things into simple things and then bring them back together again. So this brings us to our second part of the exercise, which is how to make toast, but now with sticky notes or with cards. So what happens then? Also er sagt, es ist uns intuitiv gegeben, dass wir Dinge dekomponieren, dass wir Dinge in kleinere Einheiten zerteilen und dann eben in der Form auch zeichnen können und auf diese Weise komplexe Vorgänge diskutieren, analysieren und kommunizieren können. Und das ist in der Tat so, wenn Sie sich mit jemandem hinsetzen und überlegen, wie man irgendetwas organisieren kann, sei es nun ein Stück Software oder sei es nun eine Party oder einen Umzug, dann greifen Sie häufig auch intuitiv zu solchen Mitteln und fangen an, solche Vorgänge auf Papier aufzumalen. Well, with cards, most people tend to draw clear, more detailed, and more logical notes. You can see the step-by-step analysis that takes place. And as they build up their model, they move their nodes around, kind of rearranging them like Lego blocks. Now, though this might seem trivial, it's actually really important. This rapid iteration of expressing and then reflecting and analyzing is really the only way in which we get clarity. It's the essence of the design process. And system theorists do tell us that the ease with which we can change a representation correlates to our willingness to improve the model. Das kann ich absolut nur unterstützen und Sie auch nochmal ermuntern, dass das, was ich Ihnen hier beibringe in dieser Videoserie und in dieser Vorlesung, nehmen Sie das als Basis für solche Sessions, um Dinge zu modellieren. Sie müssen sich nicht genau an die Syntax halten. Nehmen Sie das als Anregung, was ich Ihnen gebe. Es ist heute nicht mehr so wichtig, dass die Modelle, die man dann im Berufsleben produziert, unbedingt formal einwandfrei sein müssen. Es kommt vielmehr an auf den Vorgang des Modellerstellens und des Diskutierens im Team, in der Gruppe. Und da kann man sehr gut mit solchen Sticky Notes arbeiten, also mit solchen Post-its, die man
an ein Whiteboard klebt oder an eine Wand und dann fängt man an der Wand diese Post-its hin und her zu bewegen. Ich mache im Masterkurs zum Beispiel häufig eine Übung im Eventstorming, die ausschließlich auf Post-its basiert. Und Sie können das auch am Whiteboard machen, dann können Sie nichts hin und her schieben, aber Sie können relativ leicht Dinge wegwischen. Also es kommt wesentlich mehr auf diesen interaktiven Austausch an, als darauf tatsächlich formal korrekt zu sein. Also wir brauchen eine Form, die es uns erlaubt, Änderungen sehr leicht durchzuführen. Suchen Sie sich also das Tool, was für Sie am besten funktioniert. Wenn es digital ist, suchen Sie sich ein digitales Tool, was für Sie funktioniert. Wenn Sie in der Gruppe sind zu Nicht-Corona-Bedingungen und Sie dürfen wieder zusammen irgendwo von der Wand, von einem Whiteboard stehen, suchen Sie sich die Form, die für Sie als Gruppe funktioniert. Wenn das jetzt Post-its sind, dann nehmen Sie Post-its. Wenn es einfach ein Whiteboard mit verschiedenen Stiften ist, wo man dran zeichnet und wegwischt, dann nehmen Sie das. So sticky note systems are not only more fluid, they generally produce way more nodes than static drawings. The drawings are much richer. And this brings us to our third part of the exercise, which is to draw how to make toast, but this time in a group. So what happens then? Well, here's what happens. It starts out messy, and then it gets really messy, and then it gets messier. But as people refine the models, the best nodes become more prominent, and with each iteration, the model becomes clearer, and because people build on top of each other's ideas. What emerges is a unified systems model that integrates the diversity of everyone's individual points of view. And so that's a really different outcome from what usually happens in meetings, isn't it? So these drawings can contain 20 or more nodes, but participants don't feel map shock because they participate in the building of their models themselves. Er betont noch einmal die Wichtigkeit dieses Gruppenprozesses bei der Modellbildung. Und in der Tat ist es so, wenn Sie im Team Software entwickeln, wenn Sie agil Software entwickeln, wo das Team eine sehr wichtige Rolle spielt, dann machen Sie sowas im Team und die Erkenntnis, sagt er, ist, dass die Modelle komplexer werden, bis zu 20 Knoten haben und trotzdem fühlen sich die Teilnehmer nicht map-schockt, nicht überwältigt, weil sie ja an der Entstehung des Modells beteiligt waren. Und eine zweite Erkenntnis bringt er auch noch sehr deutlich auf den Punkt, Sie brauchen eine gewisse Frustrationstoleranz, weil es wird messy, also es wird unübersichtlich und chaotisch und dann wird es noch chaotischer und noch chaotischer und dann werden Sie irgendwann Licht am Ende des Tunnels sehen und dann wird sich eine Struktur herauskristallisieren. Aber durch dieses Tal oder durch diese Phase des Chaos, da müssen Sie durch. Das ist nicht anders, wenn Sie es alleine tun, aber in der Gruppe ist es oft noch schlimmer, weil man dann das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht weiter. Aber das gehört auch dazu, gerade zu unserem Beruf, dass man solche Phasen der Frustration aushält, weil man gar nicht drum herum kommt. Man braucht diese Phasen. Now, what's also really interesting that the groups spontaneously mix and add additional layers of organization to it. To deal with contradictions, for example, they add branching patterns and parallel patterns. Was er jetzt gerade genannt hat, Branching Patterns und Parallel Patterns, das sind solche Ausdrucksformen, die wir bei dem Aktivitätsdiagramm und auch beim Statusdiagramm uns mal anschauen werden und die Ihnen dann eben auch helfen können, solche Diagramme zu zeichnen. Oh, by the way, if they do it in complete silence, they do it much better and much more quickly. Really interesting. Talking gets in the way. So here's some key lessons that can emerge from this. First, drawing helps us understand the situations as systems with nodes and their relationships. Movable cards produce better systems models because we iterate much more fluidly. And then the group notes produce the most comprehensive models because we synthesize several points of view. Ich stoppe das Video mal hier, das geht noch ein paar Minuten weiter. Den Link zum Video finden Sie im Skript. Das lohnt sich auch, das dann nochmal komplett anzuschauen. Die Schlüsselaussagen des Videos sind: Im Wesentlichen bestehen ganz viele von diesen Verhaltensmodellierungen aus Knoten und Verbindungslinien dazwischen. Es ist wichtig, dass, wenn Sie solche Modelle aufstellen, wenn Sie solche Diagramme zeichnen, dass Sie in Iterationen arbeiten. Es ist niemals beim ersten Mal schon richtig.
Und wenn immer möglich, versuchen Sie in der Gruppe zu arbeiten. Halten Sie das anfängliche Chaos aus, weil am Ende kommen bessere Modelle dabei heraus. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich nochmal einen kleinen Ausblick geben auf das, was ich in den nächsten Videos Ihnen noch vorstellen möchte. Wenn ich auf das Schema schaue, was ich zu Anfang der Videoserie eingeführt habe, das hat links die Verhaltenssicht, das hat rechts die Struktursicht und es hat oben die Anforderungssicht, also eine Domain Exploration, und unten die Entwurfs- und Implementationssicht. Dann haben wir uns im Uhrzeigersinn durch dieses Schema bewegt. Wir haben begonnen beim oberen linken Quadranten, nämlich die Anforderungsspezifikation und die Modellierung des Verhaltens. Wir haben Use-Case-Diagramme gemacht. Dann sind wir rübergegangen auf die Strukturseite und haben die Anforderungsspezifikation in Form eines fachlichen Datenmodells vervollständigt. Dann haben wir aus diesem fachlichen Datenmodell so ein logisches Datenmodell abgeleitet, was dann direkt in unseren Code zu überführen ging. Damit waren wir dann in der Entwurf- und Implementationshälfte, in der unteren Hälfte. Und wir werden jetzt den noch ausstehenden vierten Quadranten ein bisschen genauer anschauen, also die Verhaltenssicht mit einem Blick darauf, wie kann ich es denn wirklich implementieren, also quasi der untere rechte Quadrant. Und das sind im Detail 4 Modelle. Das ist das Aktivitätsdiagramm. Beim Aktivitätsdiagramm sind die Knoten Aktivitäten, nicht sehr überraschend, und die Kanten, also die Verbindungslinien zwischen den Teilaktivitäten, sind gerade die Übergänge, sozusagen der Fluss, der Aktivitätsfluss, Landkarte von Aktivitäten. Dann haben wir das Statusdiagramm. In diesem Diagramm steht ein Knoten für einen Status eines Vorgangs, zum Beispiel wie eben gesehen eines Einschreibevorgangs, und die Kanten stehen für die Übergänge zwischen diesen verschiedenen Status. Und dann werden wir uns noch 2 weitere Diagramme nicht mehr ganz so ausführlich anschauen. Das ist das Sequenzdiagramm. Das ist jetzt nicht ganz so streng in Knoten und Kanten aufgeteilt, sondern man hat eher so Lebenslinien, und die Lebenslinien sind verbunden durch Methodenaufrufe oder noch genauer Messages, die gesendet werden zwischen den verschiedenen Komponenten. Und eng verwandt mit dem Sequenzdiagramm ist das Kommunikationsdiagramm, was nicht Lebenslinien darstellt, sondern eine Struktursicht, so wie sie halt im logischen Datenmodell angelegt ist. Im Rahmen von Softwaretechnik 1 werden wir uns auf die ersten beiden Diagramme beschränken, nämlich auf das Aktivitäts- und das Statusdiagramm, und werden dann das Sequenz- und das Kommunikationsdiagramm in Softwaretechnik 2 nochmal ein bisschen genauer anschauen, wenn wir uns mit dem Konzept von Komponenten beschäftigen. Damit sollte ein bisschen deutlicher geworden sein, warum es sinnvoll ist, auch die Verhaltensseite unserer Software nochmal ein bisschen genauer anzuschauen und auch dafür Modelle zu entwickeln, die uns helfen, diese Verhaltensseite genauer zu beschreiben. Wir haben in dem Video gesehen, wo es um das Toastmachen geht, dass die intuitive Art, wie wir Menschen sowas machen, darin besteht, dass wir Knoten aufschreiben und zwischen diesen Knoten Verbindungslinien, Pfeile zeichnen, also Übergänge zeichnen. Und das ist genau das Prinzip, aus dem die beiden Diagrammtypen aufgebaut sind, die ich Ihnen im Weiteren hier noch vorstellen werde, nämlich das Aktivitätsdiagramm und das Statusdiagramm. Und das kommt dann in den nächsten Videos.